Der Opel Kadett steht heute bei uns auf dem Programm und wir werden ihn genauso wie vor 4 Wochen den DKW F102 einer kritischen Prüfung unterziehen. Kein Auto kann immer die Note sehr gut verdienen. Wenn wir etwas auszusetzen haben, dann müssen wir es auch zeigen und wir werden es zeigen. Wir sind der Meinung, das ist durchaus fair, denn wir loben ja auch dort, wo es etwas zu loben gibt. Die Ansprüche sind völlig verschieden. Sie sagen vielleicht, ich brauche ein Auto, das muss schnell sein, mit sehr viel Temperament. Ein anderer sagt, das ist mir völlig gleichgültig, mein Auto muss Platz haben. Und der dritte, der sagt, für mich ist das Wichtigste die gute Bremse. Der vierte, der schaut sich alles gar nicht so genau an und geht mehr nach dem Gesamteindruck. Nun, der Opel Kadett. Er hat uns zu Beginn zunächst ein paar Sorgen gemacht. Es kommt natürlich nicht alle Tage vor, dass man durch Wasserlachen und Pfützen zu fahren hat. Wenn es aber einmal passiert, und bei unserem Wetter ist die Wahrscheinlichkeit ja doch wohl nicht gerade klein, dann will man wissen, dass man auch durchkommt. Der Opel Kadett bleibt stehen. Und zwar nicht ein einziges Mal, sondern bei jedem Versuch. Der Grund ist lächerlich einfach. Der Motor ist nach unten hin völlig offen, das Wasser spritzt hoch bis zum Verteiler, die Zündung wird nass, aus. Wenn Sie gerade keinen Kaugummi zur Hand haben, dann genügt auch natürlich ein teures Dichtungsmittel. Vielleicht allerdings bestünde auch die Möglichkeit, dass man eine derartige Kleinigkeit, die so viel Ärger machen kann, schon in der Produktion abstellt. Und dann könnte es regnen und gewittern, so viel es will. Übrigens, wir fahren bei diesem Versuch mit etwa 20 Kilometern in knapp 10 Zentimeter hohem Wasser und erzielen dabei ungefähr die gleiche Wirkung, wie wenn Sie auf der Autobahn mit 100 durch 2 Zentimeter hohes Wasser führen. Beim zweiten Mal und mit Dichtungsmittel klappt das anstandslos. Wir fragen, sollen wir solche Kleinigkeiten zeigen oder nicht? Wir haben Ihnen bereits die Antwort gegeben. Denn ein Auto, das plötzlich mitten im fließenden Verkehr einfach stehen bleibt, ist gefährlich. Für den, der fährt, genauso wie für die, die hinterherkommen. Und Sie wissen, man spricht ja so viel von Sicherheit. Sie erinnern sich alle an den letzten Winter. Es war schrecklich kalt, 15, 20, 25 Grad minus. Auch in den Städten. Anschieben statt anfahren hieß die Devise. Hinter diesen stählernen Türen, sie sind gut isoliert, fuhr der Kadett 18 lange Stunden bei 22 Grad unter Null. Natürlich wohl vorbereitet mit Frostschutzmittel und Winteröl. Die Uhr läuft, der Versuch startet. Der Kadett nicht. Das kann die verschiedensten Ursachen haben. Am klügsten gleich nach der Batterieschau. Sie ist sozusagen das Kraftwerk im Automobil. Sie muss den Motor durchdrehen und den Zündstrom liefern. Das fällt ihr schwer, denn bei einer solchen Kälte hat sie nur noch die halbe Leistung. Die halbe Leistung und die doppelten Aufgaben. Sie kämpft gegen den Widerstand eines klammen Motors. Kaltes Öl ist dick und zäh. Austausch der Batterien, neuer Versuch. Wasserdurchfahrt und Startversuch waren die beiden Prüfungen, die der Opel Kadett nicht bestand. Sagen wir ganz einfach, Prüfungen in Nebenfächern. Im Übrigen hat uns das Auto, das können wir ruhig sagen, sehr viel
Freude gemacht. Wir stellen das jetzt nicht fest, um etwa unsere Kritik zu schmälern oder sie gar zu entschuldigen. Nein, sondern ganz einfach, weil es Tatsachen sind. Einfach Tatsachen. Ob klein oder groß, dick oder dünn, man sitzt bequem und noch wichtiger, man sitzt in der richtigen Position. Die Armaturen sind übersichtlich, zweckmäßig und ausreichend. Die Heizung und auch die Frischluftzufuhr verstärkt ein Gebläse. Bis vor kurzem schien dieser kleine Luxus nur Mittelklassewagen vorbehalten. Die ganze Innenausstattung verdient ein Kompliment. Sie ist gediegen, sauber und praktisch. Das Gleiche gilt für die Aufteilung des Raumes. Knapp 1000 Kubikzentimeter groß, 40 PS stark, unkompliziert. Sie werden die Haube nicht oft aufmachen müssen. Beschleunigungsprüfung von 0 auf 100. Sind Sie startklar? Ja, wir sind klar. Bitte starten. Siebzig, 80, 90, 100. Mittlerer Wert aus 4 Messungen, genau 25 Sekunden. Ermöglicht wird dieser Wert durch das außerordentlich geringe Gewicht von 683 Kilo. Der Opel Kadett kostet 5.075 Mark. 1 Kilo kostet also 7,43 Mark. Und zum Vergleich eine Zahl aus unserem ersten Test, DKW F102, 8 Mark und 13. Geringes Gewicht lässt sich leicht beschleunigen, aber auch ebenso leicht abbremsen. Wir messen wieder mit dem Schussapparat, der bei Bremsbeginn einen Farbfleck auf den Boden schießt. 60 Kilo Pedaldruck. Schuss! Der Bremsweg, gemessen vom Farbfleck bis zum stehenden Wagen, beträgt beim Kadett aus 100 Kilometern Geschwindigkeit 44 Meter und 35 Zentimeter. Bei 50 Kilometer Geschwindigkeit ist der gesetzlich zulässige Maximalbremsweg, allerdings einschließlich der Schrecksekunde, 53 Meter. Kadett 1065, DKW 1232. Bei 100 Kilometer Kadett 4435, DKW 46. Beides überdurchschnittlich gute Werte. Die Räder des Kadett lassen sich gut einschlagen. Besonders wichtig im Stadtverkehr und beim Parken. Die Angaben über den Wendekreis unterliegen heute im Gegensatz zu früher nicht mehr gesetzlichen Bestimmungen. Wendekreis ist gelegentlich ein dehnbarer Begriff geworden. Man nimmt's nicht mehr so genau damit. Außerdem gibt es noch den Spurkreis. Bei Opel können sich beide Kreise sehen lassen. 9,70 Meter außen der Wendekreis, 9 Meter für die Spur. Will man den Verbrauch eines Wagens exakt ermitteln und dabei Vergleiche zu anderen Fahrzeugen ziehen, muss die Messung selbstverständlich immer unter gleichen Voraussetzungen stattfinden. Statt eines Beifahrers 2 Säcke, zusammen 70 Kilo.
Der Messtank mit direkter Leitung zur Benzinpumpe. Der Kadett benötigt kein Super, er ist mit Normalbenzin zufrieden. So einen Verbrauch zu fahren, wie es in der Fachsprache heißt, ist eine mehr oder weniger langwierige Angelegenheit. Sie führt wiederum zu Vergleichszwecken immer über dieselbe Strecke. Immer um die gleiche Zeit, das ist wichtig wegen der Verkehrsdichte. Es wird immer die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit angestrebt. Und was interessiert am meisten? Stadtverbrauch, Landstraße, Autobahn. So sind wir auch mit dem Opel Kadett viele hundert Kilometer unterwegs gewesen. Jedes Mal haben wir mit dem geeichten Messglas aufgefüllt. Und schließlich ergaben sich folgende Werte. Stadtverbrauch 8,6 Liter auf 100 Kilometer. Auf der Bundesstraße bei dem sehr hohen Schnitt von 72 Kilometern pro Stunde 8,2 Liter. Auf der Autobahn bei 102 Kilometer Schnitt nur 7,4 Liter. Der Verbrauch über die gesamte Teststrecke 8,1 Liter. Der Tank des Opel Kadett fasst 33 Liter, das scheint nicht viel, ergibt aber bei dem erfreulich geringen Verbrauch einen Aktionsradius von 407 Kilometern. Der Opel Kadett tanzt als jüngster Spross der Familie in einigen Dingen aus der Reihe. Man hat ihm von Anfang an ein Vierganggetriebe, sogar mit Knüppelschaltung, mit auf den Weg gegeben. Die einfache, aber meist etwas unruhige, starre Hinterachse mit einem Zentralgelenk kultiviert. Erstaunlicherweise ergibt sich daraus plötzlich eine sportliche Note, die man hinter dem etwas hochbeinigen Füllen nicht vermutete. Der Kadett wird jetzt auch mit 48 PS geliefert. Da ist er natürlich noch munterer. Auf der Rutschplatte. Nasser Blaubasalt. Das ist in jedem Fall die unangenehmste und gefährlichste Straßenoberfläche, die es gibt. Dass wir ihr in Deutschland immer noch so häufig begegnen, ein Thema, das nicht hierher gehört, lassen wir es also. Für unsere Absichten ist Blaubasalt jedoch genau das Richtige. Ein Wagen, der hier auf dem Kurs bleibt, wird gefährlichen Situationen leichter gewachsen sein. Der Opel Kadett zählt zu dieser Kategorie. Der deutsche Automobilist fährt im Durchschnitt 22.000 Kilometer pro Jahr. Auf dieser Basis errechnen wir den Pfennigpreis pro Kilometer. Steuer 144 Mark. Versicherung 276 Mark. Benzinverbrauch 8,1 Liter pro 100 Kilometer. Wartung 150 Mark. Das ergibt für den Kadett 7,1 Pfennig pro Kilometer, 11,2 für den DKW F102, der natürlich eine höhere Leistung hat und schon deshalb mehr Geld kostet. In den Opel Kadett verliebt man sich kaum auf den ersten Blick, leicht aber auf den zweiten. Er lebt nach dem Motto, mehr sein als scheinen. Heutzutage durchaus ungewöhnlich.